Wenn es E-Mails gibt, welche die D-Mark-Prüfung nicht bestanden haben, sollte man überprüfen, von welchen Absendern diese stammen. Um die E-Mails bzw. deren Absender zu untersuchen, kann ich auf die Kachel der nicht konformen E-Mails klicken und so zu einer detaillierten Aufbereitung der D-Mark-Reports zu kommen. In den Details sieht man nun für die ausgewählten Domänen und den zuvor ausgewählten Zeitraum, standardmäßig 7 Tage, die Absender, welche E-Mails versendet haben und folglich in den D-Mark-Reports auftauchen. Dabei ist die Ansicht aktuell gefiltert auf die Absender, bei denen D-Mark nur teilweise oder gar nicht bestanden wurde. Zu einem Absender finden wir in der Tabelle gleich mehrere Informationen auf einen Blick. Wenn es sich um einen bekannten Dienst handelt, so ist dieser mit einem Wolkensymbol gekennzeichnet und dessen Name wird angezeigt. Auch sind alle IP-Adressen, die zu diesem Absender gehören, zu einem Eintrag gruppiert, da man in der Regel einen Absender und damit alle seine IPs gleich behandeln sollte. Ist ein Absender in unserem System noch unbekannt, so wird stattdessen der Hostname der jeweiligen IP-Adresse angezeigt. Neben der IP-Adresse sehen wir zudem eine Länderflagge, welche angibt, in welchem Land diese registriert ist. Ich kann durch den Status nachvollziehen, ob der Absender bereits bei mir im SPF-Eintrag gelistet ist, er noch unbekannt ist oder vielleicht schon von mir als ignoriert markiert wurde. Wenn wir uns wie in diesem Beispiel die Absender anschauen, von denen nicht D-Mark-konforme E-Mails versendet wurden, so kann ich mit diesen Informationen grundsätzlich abschätzen, ob das versendende System durch mich autorisiert sein müsste und es vielleicht Probleme in der Konfiguration gibt, ob es sich um einen unbekannten Absender und möglicherweise ein vergessenes E-Mail-Mailing-System handelt oder ob wir es mit einer Weiterleitung oder gar einem Phishing-Versuch zu tun haben. Mit einem Klick auf den Absender kann ich mir weitere Details anzeigen lassen. Auf der Übersicht sehe ich direkt, ob SPF, DKIM oder D-Mark erfüllt wurden, beziehungsweise wie viele E-Mails konform waren. Im Snowflake-Diagramm kann ich direkt erfassen, ob jeweils die Authentifizierung oder das sogenannte Alignment Ursache für Probleme bei SPF oder DKIM waren. Um diese Probleme weiter auf den Grund zu gehen, kann ich in den Tabs SPF und DKIM weitere Informationen aus den D-Mark-Reports dazu finden. So sieht man im SPF-Tab die Mail from bzw. Hello-Domain, welche für das Alignment und die Authentifizierung von SPF herangezogen wurden. Im DKIM-Tab wiederum werden einem die gefundenen Domänen und Selektoren, sofern vorhanden, angezeigt. Sollte man sich nicht mehr sicher sein, was Alignment und Authentifizierung genau bedeuten, so kann ich hier auch eine Erklärung, Hilfen und weiterführende Links finden. Im Tab Reporter kann ich sehen, wer mir die D-Mark Reports zugestellt und folglich die gezeigten E-Mails empfangen hat. Ein genauer Empfänger wird je nach Reporter aufgelistet, neben der Anzahl versendeter E-Mails und der Disposition, also der Entscheidung, ob E-Mails abgelehnt wurden. Zu guter Letzt bekomme ich im IP-Details-Tab noch mehr Informationen zu den Absendern. Sofern der Dienst bekannt ist, sehen wir hier eine Kurzbeschreibung zur Einordnung. Auch werden hier alle zugeordneten IP-Adressen aufgelistet und ich kann im zeitlichen Verlauf sehen, wann E-Mails von diesem Absender versendet wurden. Sollte sich herausstellen, dass einzelne IPs des Absenders nicht D-Mark-konform waren, so kann ich auch nach diesen filtern und mir die Daten anschauen. Habe ich nun einen bisher unbekannten Absender in meinen D-Mark-Reports und stelle fest, dass der Versender dahinter keines meiner Systeme ist, so handelt es sich wahrscheinlich um eine Weiterleitung oder einen Phishing-Versuch. In jedem Fall sollte ich einen Absender, der nicht zu mir gehört, als ignoriert markieren. Auf diese Weise lässt er sich einfach aus meinen Daten herausfiltern, sodass ich mich nur über neue, unbekannte Absender alarmieren lassen kann und ich genauso die D-Mark Reports nur auf die Absender filtern kann, die mich interessieren. Sollte ich doch mal ein System von mir entdecken, so gehört dieser natürlich in den SPF-Eintrag.